Wir haben neulich ein Video hochgeladen zum Pfeilschneidegerät PCO Cut von Decat. Das habe ich hier stehen und ich habe ein weiteres Gerät von der gleichen Marke vor mir stehen. Und zwar ist das hier die ultra kompakte Version, die nennt sich Minicut. Heute möchte ich ein bisschen darauf eingehen, was sind die Unterschiede. Es lohnt sich nicht, ein ganz ausführliches Video wieder zu machen. Das Video zum PCO Cut, das verlinken wir jetzt hier oben auch mal. Da bin ich auch noch ein bisschen drauf eingegangen, worauf sollte man sowieso achten, Tipps und Tricks zum Pfeile schneiden. Das möchte ich nicht alles wiederholen. Ich möchte wirklich heute nur mal sagen, bei diesem Minicut, was ist anders oder was ist gleich im Vergleich zum großen Gerät und für wen lohnt sich das oder lohnt sich das überhaupt? Das PCO Cut ist an sich ja schon ein ziemlich kompaktes Gerät. Das habe ich auch in einem anderen Video erwähnt und das finde ich auch immer noch. Es ist wirklich erstaunlich leicht, besteht ja überwiegend aus Aluminium, hat einen starken Motor, schneidet sauber, alles wunderbar. Also gibt es eigentlich nichts zu meckern. Jetzt hat Decat aber versucht, eben nochmal was am Packmaß und an der Gesamtgröße des Geräts und auch am Gewicht zu sparen und herausgekommen ist eben das hier. Und das ist schon extrem klein. Also hier in so einem Karton wird das geliefert. Das ist alles. Also das ist wirklich Wahnsinn. Kleiner kann es eigentlich gar nicht sein. Aber man muss halt auch ein paar Nachteile in Kauf nehmen dafür und die möchte ich jetzt mal durchgehen. Beim PCO Cut haben wir hier so eine lange Schiene. Die kann man rausziehen. Hier ist irgendwie so ein Pfeil dran. Das hatte ich auch erwähnt. Da kann ich meine Länge einstellen, schraube das hier fest und dann habe ich mein Maß, was ich abschneide. Wenn ich die Maschine wegpacken möchte, fahre ich die Schiene rein und kann es so in den Karton packen. Beim Minicut habe ich nicht eine Schiene. Das Prinzip ist ähnlich. Wir haben hier auch dieses Teil, das sieht also fast gleich aus, nur dass es so ein kurzer Stummel ist. Und wir haben auch in der Basisplatte diese Schiene, wo das rein und raus geht. So, jetzt habe ich aber nur die Länge. Das heißt, hier kann ich jetzt Pfeile für Barbiepuppen abschneiden. Wenn ich jetzt auf ein vernünftiges Maß kommen möchte, muss ich diese zwei weiteren Teile montieren, die eben die Schiene ausmachen. Und jetzt wird es eben ein bisschen kompliziert und auch ein bisschen nicht so schön, ehrlich gesagt. Der volle Ausbau sind alle Teile zu montieren. Also das hier wird hier drunter geschraubt. Dann habe ich diese nächste Schiene, die hier dran geschraubt wird. Und das wird wohlgemerkt auch mit normalen Schrauben montiert. Wir haben ja welche dabei. Das sind Innensechskant-Zylinderkopfschrauben. Das heißt, das ist auch nichts mit einer Rennelschraube oder werkzeugfrei, sondern da muss man richtig hier ein paar Minuten montieren. Und das mache ich jetzt gerade nicht, ich stecke es jetzt nur zusammen. Aber jetzt, wenn ich diese zwei Teile montiert habe, dann kann ich dieses Teil in die Schiene hinten reinschieben. Kann auch mit dieser Rennelschraube das festziehen. Und jetzt habe ich hier mein Gerät stehen. Jetzt habe ich aber halt nicht diesen großen Einstellbereich, den ich hatte. Der geht jetzt hier nur bis zu dem Anschlag. Und dann geht es nicht weiter. Und dann kann man hier vorne sehen, das ist die oberste Zeile, 28 Zoll. Das heißt, das geht nur bis 28 Zoll. Ich kann es jetzt rausziehen. Und dann bin ich hier irgendwie bei 36, 35, aber das braucht ja sowieso keiner. Ich sag mal, der normale Einstellbereich wären jetzt hier 28 bis vielleicht 32 Zoll. Und wenn ich jetzt aber einen Schützen habe oder eine Schützin mit weniger als 28 Zoll Auszugslänge, zum Beispiel 27, muss ich alles wieder umbauen. Dann muss ich also diese Schiene und diese voneinander trennen, dieses Stück rausnehmen und das wieder hier montieren. Da bin ich wieder 2 Minuten am Ummontieren, dann kommt das hier rein und jetzt muss ich das dann ganz rausschieben und auf die mittlere Reihe gucken. Da steht hier 27, 26, also da, die Reihe beginnt jetzt bei 28 und wenn ich es dann ganz reinschiebe, dann bin ich bei 19 Zoll. So, hier bin ich auch am Anschlag und wenn ich jetzt kürzer wollte, müsste ich das direkt hier reinschieben. Dieses Prinzip, dass man diese dreiteilige Schiene hat, ist eben eigentlich ganz schön gemacht und dieser Umbau, der wird ja auch nicht ständig sein müssen. Also man muss ja nicht ständig andere Pfeillängen schneiden, wenn das sein eigenes Gerät ist. Aber eben, dass dieser längste Bereich von 28 bis 36 geht, ist eigentlich, finde ich, schade, weil in diesem Bereich 25 bis 28 Zoll Auszugslänge sich eben viele Schützen und Schützinnen auch noch bewegen. Also gerade Kinder, Jugendliche und die Damenklasse. Die hat das eben auch, diese Auszugslänge, aber über 33 Zoll bis 36, das braucht man eben eigentlich nicht. Hätte Decat das alles 3 Zoll gekürzt und der längste Bereich wäre statt von 28 von 25 losgegangen,
Das hätte mir viel besser gefallen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Da wäre ich viel überzeugter von diesem Prinzip. Naja, das ist auf jeden Fall das Prinzip vom Minicut. Es geht und es geht dadurch auch eben ein absolut extrem kleines Packmaß. Also das ist wirklich nur noch ein Maschinchen, was hier steht. Hat aber eben den gleichen Motor, hat die gleiche Trennscheibe und schneidet eben auch vernünftig und sauber. Wir haben den gleichen Block hier vorne an der Trennscheibe, den man fein einstellen kann. Wir haben diese Feinverstellung auf der Rückseite oder am Ende, wo man nochmal 5 mm plus minus einstellen kann. Das ist alles exakt baugleich. Also, und das ist auch alles hochwertig. Also hier auch nochmal an der Stelle ein großes Lob an Decat. Also diese Pfeilsägen, die sind wirklich tipptopp. Ein Unterschied zum PCO-Cut ist auch noch, dass kein Fußtaster dabei ist. Wir haben also hier einen Schalter im Kabel, wo man einfach das Gerät an- und ausschaltet. Das ist für mich eigentlich auch kein großes Manko, weil man schneidet 6 oder 12 Pfeile ab, macht das Gerät einfach an, lässt es laufen, schneidet die Pfeile und dann kann man es wieder ausmachen. Also auch da absolut in Ordnung, habe ich kein Problem mit dieser Ersparnis und vor allem man hat einen Teil weniger, nämlich der Fußtaster, der ist auch ein bisschen größer. Also, kurzes Video zum Mini-Cut von Decat. Es ist ein wirklich super kleines Teil. Und wem das wichtig ist, Packmaß, wer das Teil wirklich sehr klein wegräumen möchte und nur meinetwegen einmal im Jahr rausholt und Pfeile schneidet oder vielleicht noch seltener, dafür taugt es allemal. Wer es regelmäßiger macht, ich glaube, den wird das irgendwann ein bisschen nerven. Dennoch gut verarbeitet, schönes Teil und kostet eben auch ein paar Euro weniger. Aktuell ist der Preisunterschied ungefähr 15 Euro. Das war es also zum Minicut von Decat oder zum Vergleich Minicut versus PCO-Cut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn noch Fragen zu diesem Gerät sind, einfach in die Kommentare damit. Und ansonsten bedanke ich mich und sage bis zum nächsten Mal.